Herzlich willkommen zu einer neuen Lernfolge von Alltag Deutsch. Ja, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wir haben ja zusammen bis Tag 60 das A2-Niveau geschafft. Genau, und jetzt arbeiten wir uns weiter vor im B1-Level, bis wir dann bei Tag 200 sind. Und heute sind wir bei Tag 72, Teil 1. Wie immer nehmen wir uns 15 neue Wörter vor. Damit ihr euren Wortschatz ganz gezielt erweitert und einfach immer sicherer im Deutschen werdet. Und zu dieser Lektion gibt es natürlich auch wieder das extra Fragevideo zur Mini-Story. Da könnt ihr dann laut antworten und hört kurz danach die richtige Lösung. Das ist wirklich ideal, um das freie Sprechen zu trainieren. Vergesst auch die Shadowing-Methode nicht. Also einen Satz anhören, kurz stoppen und dann laut nachsprechen. Diese einfache Technik, die hilft wirklich enorm, um so ein natürliches Sprachgefühl aufzubauen. So, und unser heutiges Thema ist super wichtig, finde ich. Es geht ums Bewerbungsschreiben. Oh ja, das braucht man ja ständig. Egal ob für einen Job, ein Praktikum. Oder eine Ausbildung. Genau. Und am Ende dieser Folge, da wartet wie immer eine längere Mini-Story auf euch, in der wir alle neuen Wörter benutzen. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Perfekt. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Das erste und ich würde sagen wichtigste Wort ist natürlich die Bewerbung. Genau. Auf Englisch wäre das die Job Application. Eine Bewerbung ist also quasi das ganze Paket an Dokumenten, das man an eine Firma schickt, oder? Richtig. Meistens besteht das ja aus einem Anschreiben und dem Lebenslauf. Man schickt das heute ja auch fast nur noch digital. Stimmt. Per E-Mail oder über so ein Online-Portal. Ein Satz könnte zum Beispiel sein: Ich habe gestern meine Bewerbung für die Stelle als Projektmanager abgeschickt. Ja, oder muss man echt aufpassen, was die Firma will. Die einen wollen PDF, die anderen haben dieses eigene System, wo man alles nochmal neu eintragen muss. Ja, das kenne ich. Und da hast du es schon erwähnt, ein ganz, ganz zentraler Teil von jeder Bewerbung ist der Lebenslauf. Der CV oder das Resümee auf Englisch, da steht im Grunde alles Wichtige über dich drin. Also deine Ausbildung, deine beruflichen Stationen. Besondere Fähigkeiten, vielleicht sogar Hobbys? Alles schön aufgelistet. Genau. Ein typischer Satz wäre: Bitte schicken Sie uns Ihren aktuellen Lebenslauf. Und, was ja in Deutschland immer noch recht üblich ist, ist ein Foto auf dem Lebenslauf, ne? Ja, das stimmt. In vielen anderen Ländern macht man das ja gar nicht mehr. Absolut nicht. Aber es ist hier keine Pflicht mehr, aber viele machen es halt trotzdem. Man sagt, ein gutes Foto kann einen positiven ersten Eindruck hinterlassen. Wobei das Wichtigste natürlich der Inhalt ist. Alles klar strukturiert und, ganz wichtig, ohne Fehler. Auf jeden Fall. So, und wenn die Bewerbung dann gut ankommt, dann kommt der nächste spannende Schritt. Das Vorstellungsgespräch. Das berühmte Jobinterview, also das persönliche Treffen mit dem potenziellen Arbeitgeber. Das kann im Büro sein, aber seit ein paar Jahren ja auch sehr oft online als Videoanruf. Klar. Ein Satz, den wohl jeder von uns schon mal gedacht oder gesagt hat. Ich bin total nervös, weil ich morgen ein Vorstellungsgespräch habe. Absolut. Ein bisschen Nervosität ist ja auch normal, finde ich. Das zeigt ja, dass einem der Job wichtig ist. Stimmt. Und in diesem Gespräch, da geht es ja vor allem darum, mehr über deine Erfahrung zu erfahren. Richtig. Auf Englisch Experience. Erfahrung ist halt das praktische Wissen, das man über die Jahre gesammelt hat. Also nicht die reine Theorie aus der Uni. Genau, es geht um das, was man wirklich schon gemacht hat. Man könnte dich also im Gespräch fragen: Welche Erfahrungen bringen Sie in diesem Bereich mit? Und dann ist es gut, wenn man konkrete Beispiele hat. Von Projekten, an denen man gearbeitet hat, zum Beispiel. Ja, es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich habe viel Erfahrung. Das ist zu allgemein. Genau. Besser ist: In meinem letzten Job war ich 3 Jahre für das Marketing verantwortlich und habe dort eine neue Social-Media-Strategie entwickelt. Das ist konkret. Das passt super zum nächsten Wort, das meistens im Plural steht: die Kenntnisse. Ah ja, die Skills oder das Knowledge of English. Kenntnisse sind ganz bestimmte Fähigkeiten. Zum Beispiel Sprachkenntnisse, Computerkenntnisse. Oder Fachkenntnisse in einem speziellen Programm. Genau. Ein Beispiel wäre: Für diese Stelle sind gute Englischkenntnisse erforderlich. Und im Lebenslauf sollte man die auch möglichst genau beschreiben. Also nicht nur Computerkenntnisse, sondern welche Programme genau. Microsoft Office oder Adobe Photoshop. Das ist ein sehr guter Tipp. Je genauer, desto besser. So, und das Verb, das den ganzen Prozess beschreibt, ist sich bewerben. Das bedeutet to apply. Und ganz wichtig, du hast es schon gesagt, es ist ein reflexives Verb. Man sagt immer: Ich bewerbe mich.
Richtig. Das Perfekt wird mit haben gebildet. Er hat sich beworben. Und man bewirbt sich bei einer Firma oder auf eine Stelle. Zum Beispiel, Maria hat sich bei einem großen Technologieunternehmen beworben. Oder eben, er hat sich auf die Anzeige in der Zeitung beworben. Diese kleinen Präpositionen sind echt wichtig. Ja, die zeigen, dass man die Sprache schon gut beherrscht. Und da sind wir schon beim nächsten starken Verb. Perfekt übergeleitet. Beherrschen, auf Englisch to master. Das ist also viel mehr als nur können. Wenn man etwas beherrscht, kann man es exzellent. Fast perfekt. Die Perfektform ist Ja. hat beherrscht. Man sollte es also nicht für alles verwenden, sage ich mal. Wenn man eine Sprache auf B1 kann, sagt man, ich spreche sie. Aber wenn man sie auf C2-Niveau oder als Muttersprache spricht, dann kann man sagen, ich beherrsche Englisch in Wort und Schrift. Das ist ein starker Satz für eine Bewerbung. Aber man muss ehrlich sein, ne? Wenn das dann im Gespräch getestet wird. Kann es schnell peinlich werden. Ja, kommen wir zu einer sehr praktischen Tätigkeit. Ausfüllen. Ah ja, to fill out oder to fill in. Man füllt ein Formular aus, in dem man Informationen in die leeren Felder schreibt. Das Perfekt ist, hat ausgefüllt. Das kennt man vor allem von Online-Bewerbungen. Da steht dann oft, bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus. Und das ist manchmal so nervig, weil man alles aus dem Lebenslauf nochmal abtippen muss. Total. Aber es hilft den Firmen wohl, die Daten besser zu vergleichen. Deshalb sollte man sich da echt Zeit nehmen und alles sorgfältig machen. Ein Tickfehler kann schon einen schlechten Eindruck machen. Absolut. Und egal, ob man ein Formular ausfüllt oder zum Gespräch geht, man sollte sich immer gut vorbereiten. Das ist to prepare auf Englisch. Man macht sich also mental und inhaltlich für eine Situation fertig. Und auch das ist reflexiv, also sich vorbereiten. Das Perfekt lautet, er hat sich vorbereitet. Ein wichtiger Ratschlag ist also, du solltest dich gut auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten. Das heißt, man liest alles über die Firma, schaut sich die Stellenanzeige nochmal an und überlegt sich Antworten. Und man sollte sich auch eigene Fragen an die Firma überlegen. Das zeigt echtes Interesse. Vorbereitung ist wirklich die halbe Miete. So ist es. Denn das Ziel von allem ist ja, den Arbeitgeber von sich zu überzeugen. Auf Englisch to convince. Überzeugen bedeutet, jemanden mit guten Argumenten dazu zu bringen, dass er an dich und deine Fähigkeiten glaubt. Das Perfekt ist, hat überzeugt. Das ist die Hauptaufgabe im Gespräch. Genau. Man könnte sagen, mit meinen Beispielen konnte ich die Personalerin von meiner Erfahrung überzeugen. Es geht darum, eine Verbindung zu schaffen. Man muss zeigen, dass man die Lösung für ein Problem der Firma ist. Wenn man das schafft, dann findet der Arbeitgeber einen geeignet. Das ist ein Adjektiv, auf Englisch suitable oder appropriate. Wenn man für etwas geeignet ist, dann passt man einfach gut dazu. Man hat die richtigen Fähigkeiten und vielleicht auch die Persönlichkeit für den Job. Eine typische Frage könnte sein, warum denken Sie, dass Sie für diese Position geeignet sind? Und darauf sollte man eine gute Antwort parat haben. Zum Beispiel, ich bin gut geeignet, weil ich die geforderte Erfahrung und die notwendigen Sprachkenntnisse mitbringe. Man begründet es also mit Fakten. Sehr gut. Ein Adjektiv, das alles in diesem Themenbereich zusammenfasst, ist beruflich. Auf Englisch professional oder job-related. Das Wort bezieht sich auf alles, was mit dem Beruf zu tun hat, also im Gegensatz zum Privatleben. Eine der häufigsten Fragen in Deutschland, wenn man jemanden kennenlernt, ist, was machen Sie beruflich? Stimmt. Oder man sagt, ich suche eine neue berufliche Herausforderung. Das klingt immer gut. Es ist ein sehr nützliches Wort, um klar zwischen Arbeit und Freizeit zu trennen. So. Nach dem Gespräch wartet man dann auf eine Antwort. Und die kommt hoffentlich schriftlich. Ja, das Adjektiv für written, es bedeutet, etwas existiert als Brief oder E-Mail und wurde nicht nur mündlich gesagt. Zum Beispiel, Sie erhalten die Zusage für die Stelle schriftlich per Post. Das ist wichtig, denn nur was man schriftlich hat, ist wirklich sicher. Vor allem ein Arbeitsvertrag, der muss immer schriftlich sein. Mündliche Absprachen sind zwar nett, aber Im Zweifelsfall zählt nur das, was auf dem Papier steht. absolut. Eine Eigenschaft, die heute in fast jeder Stellenanzeige steht, ist flexibel. Das Wort ist auf Englisch fast identisch. Flexible. Flexibel sein bedeutet, dass man sich gut an neue Situationen anpassen kann. Das kann sich auf die Arbeitszeit beziehen oder auch auf die Aufgaben. Genau. Ein Satz aus einer Anzeige könnte lauten, wir suchen einen Mitarbeiter, der zeitlich flexibel ist.
Das heißt oft, dass man nicht immer von 9 bis 17 Uhr arbeitet. Es kann aber auch bedeuten, dass man bereit ist, neue Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht nicht in der ursprünglichen Jobbeschreibung standen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Wort für heute, das alles so ein bisschen zusammenfasst. Qualifiziert. Auf Englisch qualified. Wenn man qualifiziert ist, dann hat man die nötige Ausbildung und die Fähigkeiten für einen Job. Man ist also offiziell fähig, diese Arbeit zu machen. Und das belegt man dann durch Zeugnisse oder Zertifikate. Der Klassiker in der Stellenanzeige ist, wir suchen qualifiziertes Personal für unser Team. Das bedeutet, die Firma will Leute, die schon wissen, was zu tun ist und die man nicht erst lange einlernen muss. Die eigenen Qualifikationen zeigt man dann halt im Lebenslauf. So, das waren unsere 15 Wörter für heute. Und bevor wir zu unserer Mini-Story kommen, eine kleine Sache. Genau. Falls euch unsere täglichen Lernfolgen helfen, dann unterstützt uns doch. Wir würden uns riesig über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. So bleibt ihr immer aktuell und zeigt uns, dass euch unser Projekt gefällt. Und jetzt kommt unsere Mini-Story. Hört gut zu, denn alle neuen Wörter kommen darin vor. Also, Jonas möchte sich beruflich verändern. Er sitzt in einem Café und sucht online nach neuen Stellen. Er findet eine perfekte Anzeige und möchte die Firma unbedingt von sich überzeugen. Klar, der erste Schritt. Er geht also nach Hause und erstellt sofort seine Bewerbung. Das Wichtigste ist natürlich der Lebenslauf, in dem er seine ganze Erfahrung und all seine Kenntnisse auflistet. Er ist wirklich sehr qualifiziert für diesen Job. Er kann sogar eine spezielle Software, die gefordert wird, perfekt beherrschen. Er fühlt sich also absolut geeignet. Die Firma verlangt eine schriftlich eingereichte Bewerbung über ein Online-Portal. Jonas muss also ein langes Formular ausfüllen. Er schreibt auch hinein, dass er zeitlich sehr flexibel ist. Und nachdem er alles abgeschickt hat, bekommt er schon am nächsten Tag eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Wow, das ist ja super schnell. Total. Jonas ist natürlich aufgeregt, er will sich extrem gut vorbereiten, er liest alles über die Firma und übt Antworten auf mögliche Fragen. Und? Wie läuft's? Das Gespräch läuft fantastisch. Doch dann passiert eine Woche lang nichts. Oh nein, das ist das Schlimmste, dieses Warten. Ja. Jonas wird nervös und ruft bei der Firma an. Die nette Dame am Telefon sagt, aber Herr Schmidt, wir haben Ihnen doch schon längst eine E-Mail geschickt. Was? Und er hat nichts bekommen? Er sucht in seinem Posteingang, findet aber nichts. Sein Herz rutscht ihm in die Hose, aber dann hat er eine Idee. Er schaut im Spam-Ordner nach. Ah, der Klassiker. Der absolute Klassiker. Und tatsächlich, da ist sie, die schriftliche Zusage. Er hat den Job. Er hat den Job. Puh, was für eine Geschichte. Aber Ende gut, alles gut für Jonas. Der Spam-Ordner ist wirklich ein moderner Feind der Jobsuche. Ja, da muss man heutzutage wirklich immer nachschauen. Wenn ihr Lust habt, schreibt doch gerne mal ein paar eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Genau, so übt ihr aktiv mit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Kanal und klickt auf den Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr. Morgen sprechen wir über das Thema Feste und Feiertage. Ein sehr schönes und alltägliches Thema. Seid also unbedingt wieder dabei. Bis morgen. Tschüss.